Endlich ist es soweit. Nach über einem Jahr Warten findet der Weg zum Grenadier endlich ein Ende. Jetzt ist er hier. Und ist er nicht geil? Wahnsinn, absoluter Hammer. Über ein Jahr voller Vorfreude und Ungewissheit, ob der Auslieferungstermin nun doch wieder nach hinten verschoben wird oder nicht. Letztendlich ist er endlich da. Den ersten Kontakt zum Eneos Grenadier hatte ich auf der Abenteuer Allrad im Jahr 2022. Dort hatte ich dann auch die Möglichkeit, das erste Mal als Beifahrer eine Probefahrt zu machen. Schließlich kam dann die Entscheidung, den Grenadier zu bestellen. Im Herbst hatte ich dann die Möglichkeit, selbst einmal Probe zu fahren. Und dann war es soweit, das erste Mal in meinem eigenen Grenadier zu sitzen. Ein Wahnsinnsgefühl. Endlich ist es soweit. Wir holen heute den Grenadier ab. Jetzt hat es ja weit über ein Jahr gedauert, aber jetzt ist es endlich soweit. So, da sind wir. Hi. Grüß dich, Geburtstagskind. Trommelwirbel. Ja, ey. Da steht das Schätzchen. Voilà. Hast du es dir so vorgestellt? Ja, ja. Ja, ja. Mit dem roten Leiterrahmen. Geil. Also das schwarze und das rote Leiterrahmen, der rote Leiterrahmen, das ist natürlich schon echter Knaller. Muss man echt sagen. Ja, das kommt schon cool. Die große Einweisung in das neue Auto. Ich fange mal gerne außenrum einmal an, dass wir ums Auto gehen, dass wir dir so ein bisschen die Hardfacts zeigen. Dein Rockslider, den du bestellt hast. 18 Zoll Stahlfelgen, der rote Leiterrahmen. Natürlich Bild in Hambach. Ja? Genau. Deine Leiter ist dabei. Dein abschließbares Fach im Reserverad. Der Schlüssel befindet sich aktuell im Innenraum. Deine Anhängerkupplung genau, schon perfekt. vormontiert. Hier ist die Geldvernichtungsanlage. Genau, ja. Der ewige Schlund. Der ewige Schlund, genau. Du kannst E5 und E10 tanken. Na, E10 lassen wir lieber weg. Hier findest du übrigens auch deine Reifendrücke, die du fahren darfst. Nicht fahren darfst, fahren solltest, idealerweise. Ja, der eine fährt gern ein bisschen mehr auf Langstrecke, der andere fährt gern ein bisschen weniger. Hier dein Airscope und oben deine Safari-Fensterchen. Da hast du ja eigentlich noch einen Zyklonfilter bestellt für dein Auto, der fehlt noch. Na gut, er war einer von den wenigen sein, die ihn bestellt hat wahrscheinlich. Du bist der Zweite. Der Zweite, ja. So, dann fangen wir mal ganz links an. Der Heber betätigt, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Hierzu ist erklärend, das Fahrzeug hat keinen Einklemmschutz. So, dann findest du hier die sogenannte Angsttaste, gell? Genau, die Angsttaste. Allerdings, das Auto verriegelt sich nach einigen Metern von alleine. Okay. Es sei denn, du möchtest das nicht, dann kann man das entsprechend einstellen, dass wir keine Autoverriegelung haben. Der Blinker, der befindet sich da, wo sich alle Blinker befinden, mit dem Unterschied, dass hier am Blinkstockhebel noch der Scheinwerfer verbaut. Das heißt, aktuell ist er aus. Wenn du dieses kleine Rädchen da drumherum drehst, kann man einmal das Standlicht aktivieren, einfach hochdrehen. Ach, genau. Das normale Abblendlicht und natürlich die Automatik. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel in den Tunnel reinfährst oder es wird dunkel, dann geht automatisch das Licht an. Okay. Kann unter Umständen auch mal in einem Wald passieren, an so einem Tag wie heute, wenn es da sehr schattig ist, dann geht schon mal das Licht an. Also aus, Standlicht, Abblendlicht, Automatik. Genau. Dann haben wir hier den Scheibenwischer vorne und hinten. Hier lässt sich das Intervall einstellen und hier lässt sich der Scheibenwischer aktivieren und reaktivieren, respektive Scheibenspritzanlage. Dann gehen wir ins Lenkrad. Papa-Hupe, Baby-Hupe. Genau. Die Berühmte Fahrradhupe, genau. Dann haben wir hier den Zündschlüssel. Dann würde ich dich einmal bitten, dass du den drehst und die Zündung anmachst, allerdings nicht das Fahrzeug startest. Nur auf Position 1 sozusagen. Jetzt hat es Klick gemacht. Ja. Dann sehen wir hier das. Ja. Ja, genau. So, ganz typisch. Lichtautomatik ist an. Wir haben es hier drin ein bisschen schattig, deswegen macht er automatisch das Licht an. So, Knöpfchen, Sitzheizung, Fahrer, Beifahrer. Genau. Hier kannst du deinen Lüfter einschalten. Hier stellst du die Temperatur der Klimaautomatik ein. Wenn du auf Auto drückst, geht auch die Automatik an. Hier kannst du auch die manuelle Funktion einstellen, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte eigentlich ungern die Automatik nutzen, sondern ich habe gerne nur ein bisschen kühle Luft auf den Füßen, dann kannst du das entsprechend machen. Und die Verteilung regeln halt. Genau. Die Frontscheiben, Entdampfung nenne ich es jetzt mal. Das heißt, wenn deine Scheibe beschlägt, drückst du da drauf, dann geht die ganze Leistung auf die Frontscheibe und entdampft. Das ist die Heckscheibenheizung. Hier haben wir
in diesen 2 Griffen also eingefasst. Also bloß die Heizdrähte ist nur in der Heckscheibe vorne. Genau, vorne hast du keine Heizdrähte. AC Klimaanlage aktivieren, deaktivieren, die Innenluftzirkulation. Ja, das ist praktisch Umluftfunktion, ne? Korrekt. Start-Stopp. Sprich, du möchtest die Start-Stopp nicht nutzen, weil du vielleicht im Stau stehst, dann geht er mal an, ein bisschen immer wieder aus. Das nervt, dann gehst du hier einfach drauf und dann ist die deaktiviert. Wenn sie leuchtet, ist die Start-Stopp-Funktion deaktiviert. Wenn sie brennt, ist sie aktiv. Das ist auch wieder das Problem, das muss nach jeder Zündung wieder neu ausgeschalten werden. Gell? Genau. Ja, das ist ein bisschen nervig. Es kann zum Beispiel auch sein, wenn du viele Verbraucher hast oder deine Batterie sehr schwach ist, dass die Start-Stopp-Funktion nicht funktioniert. Das ist ein selbstschützendes Prinzip. Okay. Dann haben wir hier die Lautstärkeregelung, die du hier oben auch findest. Und die Mute-Funktion. Stumm schalten. Und hier kannst du den Parkassistenten deaktivieren. So, dann hast du hier natürlich, das ja gesehen, wir haben das jetzt alles mit Touch bedient. Aber wenn du jetzt im Winter unterwegs bist und hättest Handschuhe an, ist halt blöd mit Touch. Ja. Oder du kommst gerade von draußen aus dem Regen und ne, so vielleicht nasse Finger. Kannst es natürlich auch alles hier über die Drück- und Drehfunktion bedienen. Ja, das ist auch praktisch, ne? Ich sag jetzt mal, im rechten Leben ist es wahrscheinlich irgendwie eine Kombination aus beidem. Dann geht es auch schon nach oben. Hier haben wir Fahrer-Beifahrerlicht, Licht für beide und die Lichtautomatik, Leuchtweitenregulierung. Dann haben wir hier ESC Off und die Downhill-Funktion. Wichtig ist, damit du die Bergabfahrhilfe nutzen kannst, muss natürlich das ESP und das ABS funktionieren. Das heißt, wir können nicht die Offroad-Funktion nutzen währenddessen, weil wenn man die Offroad-Funktion nutzt, wird natürlich das ABS in den Offroad-ABS und das ESP auch entsprechend verändert. Genauso verhält sich es mit der Mitteldifferentialsperre oder grundsätzlich den Sperren. Das heißt, dein Auto muss, kann untersetzt sein, aber es dürfen keine Sperren eingelegt sein und kein Offroad-Modus aktiv sein. Der Offroad-Modus, der wird aktiviert, indem man das Auto die Handbremse gezogen hat und der Motor läuft. Dann drückt man hier einmal drauf. So, der Motor läuft, genau. Mal anmachen. Mach ihn mal an. Dann drückt man hier einmal drauf. Dann fängt er so an zu blinken. Jetzt sagt er, bitte treten Sie in den Sie treten jetzt in den Off-Modus. Es werden Funktionen deaktiviert. Mehr dazu in der Einstellung. Drücken Sie die Taste Offroad-Modus. Dann muss ich sie bestätigen. Und jetzt ist der Offroad-Modus erst aktiviert. Okay. Handbremse, Motor muss laufen. Hintergrund ist, ich deaktiviere den Gurtwarner damit. Ja, Einparkhilfe vorne, hinten. Ich verändere das ABS und das ESP. Das sind doch relativ relevante Sicherheitsfunktionen, die deswegen. So, aber wenn ich es rausnehmen will, drücke ich einfach einmal kurz drauf. Ist dann einmal. Dann ist genau. Okay. Übrigens, der Waiting Mode lässt sich genau gleich aktivieren. Okay. Müssen die gleichen Voraussetzungen geschaffen sein wie beim Offroad-Modus. Den Waiting-Modus nutze ich dann, wenn ich ins Wasser, also furten möchte oder durch tiefere Wasserfahrten machen möchte. Dort wird der Lüfter deaktiviert, damit man keinen Wasserschlag am Lüfter kriegt, kein Lüfterrad abbricht oder sowas. Übrigens funktioniert das auch nur in gewissen Betriebszuständen, wenn der Motor rekuperiert oder überhitzt ist. Erlaubt einem nicht, den Lüfter abzuschalten. Hier sind deine Utility Rails im Airline-System. Kannst du hier so alles einklicksen. Hier kommen deine Scheibchen rein, wenn du sie rausnehmen willst. Scheibentasche. Genau. Hier befinden sich deine Seat-Covers hinten und vorne drin. Wir montieren die grundsätzlich nicht, weil die meisten Kunden die eher so für später haben wollen. So, ne? Die sind übrigens mit 3 Minuten aufgezogen, sind nur so überstülpen. Aber selbst wenn dir jetzt noch was einfällt, du heute Nacht schweißgebadet aufwachst, ja? Mein Gott! Ja? Nee, also Scheiße, wie war das? Gibt den Schnelllösungsansatz, du legst dir die Bedienungsanleitung unter das Kopfkissen für heute Nacht. Ja? Das ist Dann kannst du immer mal reinschauen. Option 2, du rufst mich morgen früh an oder generell rufst mich einfach an, wenn du noch eine Frage hast, die irgendwo klemmt. Ja? Option 3, das ist das, was den Joker, den die meisten ziehen. Sie fahren 1, 2 Wochen mit dem Auto und dann kommt so eine kleine Liste mit 4, 5, 6, 10 Fragen, die man sich auf ein Zettelchen schreibt. Dann kommst du mal vorbei und dann arbeiten wir die Punkte nochmal ab. Vielen Dank für die Einweisung. Gerne. Mir rauchte schon der Schädel nach all den Informationen. Ging es dann endlich los. Endlich die ersten Meter im eigenen Grenadier fahren.
Dann das erste Mal Tankstelle. Da bewahrheitet sich wieder der Spruch, Spaß kostet. Aber der Spaß ist es auf jeden Fall wert. In den kommenden Tagen und Wochen begann eine Phase des Testens und Ausprobierens, um mich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Auch als Anfänger war es auf jeden Fall machbar, die grundlegenden Funktionen schnell zu beherrschen. Ich kann nur eines sagen, es ist einfach fantastisch und bereitet mir unglaubliche Freude mit einem absoluten Suchtpotenzial. Es ist erstaunlich, was dieses Fahrzeug bereits im Serienzustand meistert. Einfach ein Traum. Ich kann es kaum erwarten, die ersten Abenteuer mit meinem Grenadier zu erleben.